Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns ganz kurz angucken, wie wir ohne eine Docker-Compose-Datei einfach einen einzelnen Service im Cluster deployen können, das heißt in unserem Swarm deployen können, sodass die anderen Services darauf zugreifen können, im Nachhinein zum Beispiel. Das ist relativ einfach und ja, ganz kurz, was wir schon alles hier haben. Wir sagen hier einfach mal sudo docker node ps, da sehen wir, dass gerade gar nichts läuft. Wenn wir ls machen, sehen wir, dass ein einziger Knoten sozusagen in unserem Swarm drin ist. Das bin ich. Und ja, das ist eigentlich auch relativ simpel, was hier so passiert. Okay, nun, wenn wir einen einzelnen Service deployen wollen, dann sollten wir nicht sudo docker run verwenden, so wie wir das bisher gemacht haben, denn das funktioniert nur auf einem einzelnen Knoten. Ja, ich weiß, wir haben hier nur einen Knoten, aber es können beliebig viele hier quasi drin sein. Ich war einfach nur zu faul, gerade noch zwei zu erstellen. Das heißt, wir sollten hier sudo docker service verwenden und wir erstellen einen neuen Service. Das heißt, wir sagen sudo docker service create. Nun, was wir createn wollen, ist eigentlich von uns abhängig. Das heißt, wir sagen zum Beispiel, wir geben dem ganzen Ding erstmal einen Namen, name mywebapp. So, das ist der Name. Anschließend anschließend veröffentlichen wir einige Ports. Das geht mit --publish oder dem alten -p. Das heißt, wir sagen hier zum Beispiel auch -p und geben an, wir wollen Port 8080 von Port 80 erhalten. Und wir sagen auch gleichzeitig noch, wie viele Replikas wir haben wollen. Also Replikas zum Beispiel 2, weil mehr einfach zu lange dauert. Und dann sagen wir wollen von unserem Nginx Image das quasi bilden. Hier müsst ihr dann immer das richtige Image angeben, sonst wird das natürlich nichts. Ähnlich wie bei Docker Run. Das heißt, es hat sich hier eigentlich nichts wirklich verändert, außer dass wir jetzt sudo docker service create machen. Und wenn wir das machen, dann werden 2 Container gestartet und beide Container werden dann auch tatsächlich in unserem Cluster deployed. Wie gesagt, in unserem Cluster hängt aktuell nur ein Node drin, das ist der Master Node, aber das macht ja nichts. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was hier drin ist. Wenn wir sudo docker node ps eingeben, dann sehen wir hier, dass beide Container hier, also mywebapp.1 und mywebapp.2, also beides Nginx, auf unserem Morpheus Node verteilt wurden. Achtet darauf, dass auch der Hostname von diesem Node dann auch Morpheus lautet. Sprich, ich kann ganz einfach meinen Browser nehmen und statt localhost gebe ich hier oben http://morpheus ein. Allerdings mit Port 8080 und schon landen wir bei Nginx. Und das ist jetzt tatsächlich automatisch passiert, das heißt, wir müssen hier oben keine feste IP-Adresse mehr eingeben, sondern einfach nur den Container, den Hostnamen, der reicht uns dafür völlig aus. Wenn Morpheus, also dieser Host hier irgendwann mal überlastet sein sollte und ich einen anderen habe, also das heißt vielleicht noch 2 oder 3 andere Knoten drin habe, dann werde ich hier automatisch an den richtigen weitergeleitet, der dann eben noch nicht überlastet ist. Das macht das Load Balancing von Docker für uns automatisch. Ja, sehr, sehr praktisch das Ganze. So könnt ihr einzelne Services noch deployen, ohne vorher eine Docker Compose zu brauchen. Wenn ihr zum Beispiel einfach nur eine Datenbank haben wollt, dann geht das so auch ohne weiteres. Ich dachte, das zeige ich euch noch, weil das kann natürlich auch sehr hilfreich sein und macht das Ganze ein bisschen schneller. Okay, nächstes Mal wollen wir uns angucken, was denn passiert, wenn wir einzelne Sachen updaten wollen. Und ja, das ist auch das, was wir dann nächstes Mal machen wollen. Und das war's von meiner Seite erstmal wieder. Bis dann, ciao.